Hallo liebe Hausbauhelden, zeigt doch mal ein Haus, das von der Ausstattung relatable ist und auch für eine größere Familie passt. Das fragt ihr immer wieder in den Kommentaren und genau das machen wir in unserer heutigen Haustour. Wir schauen uns das Musterhaus von Fingerhut-Haus in der Fertighauswelt Günzburg an und das punktet unter anderem mit einem diffusionsoffenen Wandaufbau, mit einem Grundriss, der wirklich alltagstauglich auf eine größere Familie zugeschnitten ist und einer Ausstattung, die leistbar ist. Und wie das alles aussieht, schauen wir uns heute zusammen an. Wir haben hier Außenmaße von 12,60 Meter mal 12,50 Meter. Das ist jetzt schon inklusive den Erker, die man da hinter mir sieht, der etwa 1 Meter auskragt. Das sieht jetzt erstmal nicht viel aus, aber der schafft eben im Obergeschoss den entscheidenden Platz fürs Familienbad, weswegen da oben dann 4 Schlafzimmer reinpassen. Das schauen wir uns natürlich drin an. Jetzt erstmal zu den Außenmaßen. Wir haben ganz klassisch 30 Grad geneigtes Satteldach. Es sind keine Dachflächenfenster drauf, deshalb hat man hier auch viel Platz für eine Photovoltaikanlage. Es ist ein Tondachstein obendrauf. Wir haben eine ganz klassische weiße Putzfassade. Der Erker und der Eingangsbereich sind mit einer senkrechten Lärchenholzverschalung versehen. Das ist ein Dreistab, also 3 unterschiedliche Stäbe, die auch teilweise so rauskommen. In dem Fall ist es tatsächlich eingelassen, das Holz. Das müsst ihr so machen, wenn ihr wollt, dass es hell bleibt. Dann muss man es natürlich auch mal nachbehandeln. Man könnte diese Lärchenfassade aber auch einfach vergrauen lassen. Dann wäre sie sehr pflegeleicht. Von der Ausstattung sieht man schon, wir haben hier viele Standardfensterformate drin, Brüstungshöhe 1 Meter, zumindest hier im vorderen Bereich. Das sind Kunststofffenster, sind zweifarbig foliert, also außen ist es Anthrazitgrau, das berühmte RAL 7016. Und auf der anderen Seite kommen wir jetzt gleich zum überdachten Eingangsbereich. Das ist tatsächlich ein Luxus, der sich für ein Familienhaus auf jeden Fall anbietet. Wir sehen schon, auch hier gibt es noch mal so einen holzverschalten Anbau. Das könnte natürlich eine Garage sein. In diesem Fall ist es der Technik- und Hauswirtschaftsraum. Und dadurch ergibt sich eben hier relativ selbstverständlich auch schon die Eingangsüberdachung, die auch wirklich so groß ist, dass ich hier mit Kinderwagen ankommen kann, wenn es regnet, ohne dass ich nass werde, während ich die Tür aufschließe. Die Tür ist übrigens auch eine Holztür, Meranti, auch wieder im berühmten Anthrazitgrau gestrichen mit so einem Drücker. Der ist aus Holz, da sieht man jetzt schon, der hat ein bisschen vom Wetter was mitgenommen. Das Haus steht schon seit 2017 hier. Und jetzt schauen wir mal, wie es drin aussieht. Bevor wir ganz drin sind, noch gerade ein Augenmerk auf die Schwelle. Die ist hier im Standard schon Naturstein. Hier ist es jetzt ein Basalt. Ansonsten sind die Außenfensterbänke Granit. Also das ist sowas auch gerade bei Austrittsstufen, wo ihr auf jeden Fall drauf achten könnt. Und jetzt sind wir auch schon in der Diele. Die ist mit 15,5 Quadratmetern sehr geräumig. Wir haben hier so eine zweiläufige Podesttreppe drin. Abzüglich dieser Treppe sind es immer noch irgendwie knapp 9 Quadratmeter. Das heißt, ihr könntet euch auch überlegen, den Raum hier drunter zu nutzen. Denn wenn man mit einer größeren Familie irgendwo wohnt, kommt an, was braucht man? Man braucht eine Garderobe, man braucht Abstellplatz für einen Kinderwagen, ein Bobbycar und so weiter. Also die offene Treppe ist schon mal sehr schön hier, aber um den Raum unter der Treppe nutzen zu können, könnte man sich eben auch überlegen, mit Setzstufen zu arbeiten. Dann kann man das hier unten einfach zumachen, hat man hier Abstellraum, wo man eben nicht gleich das Chaos sieht, wenn man reinkommt. Von der lichten Raumhöhe ist hier im Erdgeschoss erhöht auf 2,68 Meter lichte Höhe in etwa. Das ist auch sehr schön, weil es einfach ein bisschen mehr Großzügigkeit ins Erdgeschoss bringt. Und was wir hinter mir sehen können,
können. Es sind auch schon breitere Türen drin. Das Ganze ist schon ein bisschen drauf ausgelegt, dass es eben später auch nicht barrierefrei, aber barrierearm zu nutzen ist. Diese Tür hinter mir ins Gästebad ist schon 1 Meter breit und hier kommt jetzt der wichtigste Raum im Familieneingangsbereich, die Garderobennische. Hier ist die jetzt nicht ausgebaut im Musterhaus, aber die ist jetzt 1,40 breit, 1,20 tief. Das heißt, man könnte die sogar zweizeilig nutzen. Also hier einen 60 cm tiefen Garderobenschrank und gegenüber sogar noch ein Schuhregal. Oder man macht es mit Bank und hat darunter Stauraum und macht Haken an die Wand, wie ihr wollt. Auf jeden Fall vergesst im Familienhaus nicht die Garderobe, die auch ein bisschen abgetrennt ist, damit ihr kein Chaos im Flur habt. Auf dem Boden haben wir hier 60 x 60 eine Standardfliese, leicht zu reinigen, kein großer Kostenaufwand. Oft hat man ja in großen Dielen auch gern diese riesen Fliesen, die dann gleich viel, viel teurer sind. Und ich sage euch einen Satz zu diesem Wandaufbau, das ist nämlich auch was Besonderes. Der ist diffusionsoffen, im Standard eben außen schon mit dem Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis. Für ökologisch Interessierte, aber auch mit einer höheren Masse. Das heißt, ihr habt einen besseren sommerlichen Wärmeschutz auch in diesem Haus. Wir schauen jetzt als allererstes hier in den großen Wohn-Ess-Kochbereich beziehungsweise in die Küche, die jetzt hinter mir liegt. Das ist ein kurzer Weg von der Diele in die Küche, sehr empfehlenswert, sehr alltagstauglich. Wir haben hier 14 Quadratmeter etwa. Von der Einrichtung ist es jetzt so, dass die Küchen hier nicht mitbemustert werden. Da ist jetzt mal eine Beispielküche drin. Man hat das ja im Moment gerne mit dieser quer reingestellten Kochinsel. Diese Küche würde ich tatsächlich euch empfehlen, anders zu möblieren. Also gerade weil man hier ja schon die umlaufende Brüstungshöhe von 1 Meter hat, würde man hier viel mehr Arbeitsfläche reinkriegen, wenn man das einfach auch umlaufend nutzt. Da ist auch schon die Wandnische vorgesehen auf beiden Seiten, dass man also quasi dahinter dann die Küchenfronten verschwinden lassen kann. Auch hier könnte man sich vorstellen, eine kleine Esstheke abzutrennen. Dieser Block hat jetzt 220 x 93 cm. Dann ist hier auch noch so eine Theke, da bleibt jetzt nicht so wahnsinnig viel Arbeitsfläche übrig. Wenn ihr das übrigens haben wollt, dass jetzt die Fensterbank in die Küchenarbeitsplatte überläuft, müsst ihr euch wirklich bei der Höhenplanung für die Fensterbrüstungen frühzeitig Gedanken machen. Hier ist es jetzt eine lichte Höhe vom Fertigfußboden bis zur Fensterbankoberfläche 1 Meter. Das ist für eine Arbeitsplatte etwas hoch. Wenn ihr jetzt aber an der Stelle das haben wollt, müsst ihr die natürlich überall runtersetzen, die Brüstung. Also da muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, sonst hat man es halt nachher so, dass da dieser Absatz ist. Hinter mir ist jetzt hier an der Wand mal so eine Gestaltung mit einer Treibholztapete. Das kann man auf jeden Fall machen. Es bringt hier auf jeden Fall Wohnlichkeit rein und in der Küche auch immer darauf achten, wo ihr Licht habt. Es ist jetzt hier ein Einbaustrahler über der Kaffeemaschine und hier ein bisschen was über der Theke. Man hat natürlich hier viel Tageslicht, aber auf jeden Fall solltet ihr die Arbeitsfläche gut beleuchten. Was man hier auch schon sieht, wir haben in dem Haus eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Klassischerweise wird in der Küche abgesaugt. Die Zuluft zeige ich euch dann auch noch. Wenn ihr die Küche natürlich so haben wollt, dass ihr hier nochmal eine Terrassentür nach draußen habt, macht es Sinn, die so zu möblieren, denn dann müsst ihr ja da durchgehen können. Hier haben wir übrigens nochmal so einen Unterzug mit einem eingebauten LED-Band. Das ist jetzt hier nicht statisch notwendig, sondern ein Schmuckelement, das man sich gegönnt hat. Und gegönnt hat man sich jetzt hier auch von der Ausstattung dieses Sitzfenster. Das ist jetzt in dem Erker, den wir von außen gesehen haben, der 1 Meter nach außen verspringt. Und der wurde jetzt hier genutzt, um so ein Sitzfenster mit einer aufgedoppelten Wand einzubauen, das eben außen jetzt nicht rauskommt, deshalb auch leichter zu verschatten und leichter abzudichten ist, weil es von außen einfach in der Fassade sitzt. Wir haben jetzt hier Maße von 1,90 x 1,50. Sitztiefe sind jetzt hier 58 cm. Sitzhöhe ist auch immer was, wo es sich lohnt, drauf zu achten, sind jetzt hier 55 cm. Wenn man da jetzt noch ein Polster drauflegen will, könnte das auch ein bisschen niedriger sein. Dann könnte man das tatsächlich auch mal benutzen, wenn man den Tisch ranzieht, hier als Sitzbank, wenn es also Stuhlhöhe hat, um es wirklich
für den Tisch zu nutzen. Ansonsten, wenn man hier eine gemütliche Leseecke mit Beleuchtung drin haben will, könnte man natürlich den Raum drumherum auch noch besser nutzen, wenn man hier Einbauschränke, Bücherregale reinmacht. Jetzt ist dahinter einfach natürlich ein Hohlraum und man sieht auch schon, hier unten drunter könnte man schön Schubladen und Stauraum haben. Dann hättet ihr jetzt auch nicht die weiße Wand, die natürlich, wenn sich hier öfter jemand hinsitzt, auch von den Schuhen dann schnell mal abgetreten werdet. Hättet also 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, eine Oberfläche, die nicht so empfindlich ist und Stauraum. Aber auch das ist natürlich eine Kostenfrage. Nächster Punkt, Kostenfrage. Wir sind jetzt hier im Wohnbereich, der ist 21,4 Quadratmeter groß. Wir haben jetzt hier den Materialwechsel im Boden. Das ist für den Wohnbereich einfach wirklich sehr schön. Hier ist so eine breite Eiche-Diele drin, Eiche, Parkett, geölt und gebürstet. Diesen Materialübergang jetzt an der Stelle zu machen, mag jetzt fürs Musterhaus praktisch sein. Mich würde das an der Kante ein bisschen triggern. Man könnte sich auch überlegen, den Essplatz schon mit Parkett zu belegen. Dann hättet ihr eine ganz glatte Kante zur Küche. Da ist nämlich ein gerader Übergang möglich zwischen den Wandzeilen und von der Diele auch. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Hier haben wir jetzt mal eine ganz normale Drehkipptür, keine Hebeschiebetür. Die Hebeschiebetüren sind immer schön, kosten aber locker mal 6.000, 7.000 Euro. Und deshalb ist das jetzt hier einfach mal die günstige Lösung. Man hat sich jetzt hier entschieden, mal so eine flache Schwelle einzubauen. Das ist ein kleiner Aufpreis, aber eben lange nicht so viel. Und dann kommt man hier wirklich sehr gut raus. Das lohnt sich also. Man sieht nämlich jetzt hier an der anderen Seite einfach mal die Standardschwelle. Bei so einem Drehkippbeschlag, die ist dann eben relativ hoch. Wenn man jetzt an der Seite nicht raus muss zur Terrasse, ist das ja auch überhaupt kein Problem. Aber dieser Beschlag da, das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten ist das Wohnzimmer nicht übermäßig groß. Was ich schön finde, ist, dass die Rückwand hier so zurückversetzt ist. Das ist jetzt hier mal mit einer Tapete, die übrigens quer tapeziert worden ist, ganz schön gestaltet. Hier hat man jetzt ein hochliegendes Fenster, Brüstungshöhe 1,30. Das ist gar nicht so verkehrt. Ihr werdet gleich sehen, warum die hier so hoch ist. Das hängt mit dem Gästebad zusammen. Aber es ist auch im Wohnzimmer schön. Dann kann man nämlich hier auch noch mal möblieren oder auch ein Sofa so stellen mit Blick nach da, ohne dass man von außen auf irgendwelche Möbelrückwände guckt. Und wie es dann nebenan aussieht, schauen wir jetzt mal. Bevor wir uns das Gästebad mit der Brüstung anschauen, gehen wir noch hier kurz in das Arbeitszimmer. Das ist jetzt im Musterhaus das Beraterbüro. Das hat knapp 13 Quadratmeter und es ist aber eigentlich so eingerichtet oder geschnitten, dass man es auch als Elternschlafzimmer benutzen könnte. Also erstens haben wir hier umlaufend wieder die Brüstungshöhe von 1 Meter. Das heißt, man könnte hier tatsächlich auch ein Doppelbett drunter stellen. Das passt noch mit der Tür und da hätte man Platz für einen Schrank. 2 Dinge müsst ihr dann beachten. Hier sieht man jetzt mal auf dem Boden so eine Zuluft von der Lüftungsanlage. Die müsste dann natürlich unter dem anderen Fenster sein, damit ihr da was draufstellen könnt. Und da an der Wand sitzt jetzt der Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung sehr nah an der Wand. Wenn ihr da also durchgehend einen Schrank stellen wollt, guckt doch einfach bei der Planung, ob ihr den Heizkreisverteiler ein bisschen mehr zur Tür hinziehen könnt. Was ganz wichtig ist, wenn ihr hier unten das vielleicht als Zusatzschlafzimmer benutzen wollt, damit ihr oben 4 Kinderzimmer habt, dann braucht ihr hier unten natürlich auch ein vernünftiges Bad, das funktioniert. Und hier ist jetzt tatsächlich ein Gästebad drin, das mit 5,4 Quadratmetern relativ groß ist. Ich habe ja schon erwähnt, hier sind auch breite Türen drin, die hat eine lichte Öffnungsbreite von 95 Zentimetern. Das ist also wirklich schon sehr, sehr gut. Dieser Raum ist jetzt mit einer interessanten Fliesenausstattung hier zu sehen. Wir haben auf dem Boden 60 x 60, hier 1,20 x 30, hier 30 x 60. Hier kann man ganz gut sehen, dass man vielleicht einfach nicht zu viel mischen sollte, aber man kann sich das mal angucken. Die Holzfliesen an der Wand hätte ich jetzt vielleicht auch im Zusammenhang mit diesen schönen Holztüren, Eiche querfurniert, nicht gewählt. Aber was ich euch zeigen möchte, hier ist wirklich eine große bodengleiche Dusche drin, 1,20 x 1,20. Das heißt, die kann man wirklich sehr, sehr komfortabel benutzen, auch wenn man ein bisschen mobilitätseingeschränkt ist. Und deshalb ist das wirklich sinnvoll, auch für die spätere Nutzung, wenn man sich den Platz hier unten gönnt. Jetzt schauen wir noch ganz kurz nebenan in den Technikraum.
Der ist jetzt gar nicht so interessant, aber von der Größe, hier sind es nämlich 11,8 Quadratmeter, bekommt man hier die komplette Haustechnik unter, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, alles was man braucht für die PV-Anlage. Und es ist noch Platz für Waschmaschine und Trockner. Auch ganz wichtig, wenn ihr auf Bodenplatte baut, hier könnt ihr auch noch Dinge abstellen, wie Putzzeug, Staubsauger, was eben so anfällt, solltet ihr auf jeden Fall groß genug einplanen. Jetzt schauen wir mal nach oben. Podesttreppe in Eiche mit dem Glasgeländer ist vermutlich nicht Standardausstattung. Es ist natürlich sehr schön, dass man das jetzt hier hingekriegt hat, dass hier das gleiche Holz überall verbaut ist, das Parkett und auch die Türen sehr schön in Eiche. Das ist auch wahrscheinlich nicht Standard, aber auch mit einem weißen Türblatt könnte man hier sehr gut klarkommen. Die Galerie hat 14,3 Quadratmeter. Das ist in dem Fall jetzt auch wirklich reine Erschließungsfläche. Man muss ja überall entlang laufen können. Von der Raumhöhe haben wir jetzt hier 2,46 Meter, beziehungsweise der Kniestock innen noch lichte Höhe 2,10 Meter. Man sieht hier noch den Ansatz von der Dachschräge, was ich aber für ein Obergeschoss eigentlich auch ganz schön finde. Dieses Fenster hat jetzt eine Brüstungshöhe von 80 cm. Ich hätte es vielleicht mittig gesetzt und etwas höher, dann könnte man hier auch rausgucken. Aber jetzt gucken wir erstmal in dieses kleine Zusatzzimmer. Es ist jetzt hier auch als Büro genutzt, hat dann noch etwa 11,3 Quadratmeter Fläche. Man könnte jetzt, wenn man die Wand versetzt, denn dahinter ist das Elternschlafzimmer mit Ankleide, dieses Zimmer auch genauso groß machen wie die anderen Zimmer. Dann hätte man 4 gleichwertige Kinderzimmer. Oder man könnte hier auch das Familienbad reinmachen, das jetzt in dem Fall im Erker liegt, was wir uns auch gleich anschauen. Aber jetzt gucken wir erstmal in die richtigen Kinderzimmer. Die beiden Kinderzimmer sind jetzt 13 Quadratmeter groß. Hier sieht man mal, ist die Kniestockwand mit so einer Tafelkreidefarbe gestrichen, sodass man da eben auch was draufmalen und wegwischen kann. Für ein Kinderzimmer schön. Aber, das werdet ihr gleich sehen, die sind unterschiedlich attraktiv von der Tageslichtversorgung. Hier hat man jetzt ein bodentiefes Element drin. Da sitzt jetzt der Kämpfer relativ tief, deshalb braucht man davor nochmal eine Absturzsicherung. Wenn ihr ein Fenster mit einer höheren Teilung nehmt und unten ein feststehendes Element habt, braucht ihr das da draußen nicht. Und trotzdem ist es halt schön, weil auch kleine Kinder durch dieses Fensterelement da unten schon rausgucken können. Jetzt schauen wir mal das andere Kinderzimmer an. Das ist nämlich genauso groß, genauso geschnitten, nur anders von den Fenstern. Und da kann man ganz gut sehen, was das für einen Unterschied macht. Wir werden gleich sehen, das ist jetzt praktisch nur spiegelverkehrt. Und hier gibt es nochmal ein Fenster im Kniestock, so eine Festverglasung, ein Fensterband. Hier haben wir jetzt wieder die Brüstungshöhe von 1 Meter. Das ist ganz sinnvoll, weil man darunter eben auch gut möblieren kann. Man kann gut rausgucken, man kriegt hier viel Tageslicht rein. Auch hier wieder das Fenster mit dem Querkämpfer und man sieht schon, das Zimmer wirkt wesentlich attraktiver. Überlegt euch das fürs Kinderzimmer, denn die Kinder sind den ganzen Tag in ihren Räumen. Es macht also durchaus Sinn, hier auf eine gute Tageslichtversorgung zu achten. Jetzt schauen wir noch ins Elternschlafzimmer direkt gegenüber. Das hat auch 13 Quadratmeter plus 6 Quadratmeter offen angeschlossene Ankleide. Wenn ihr das weglassen würdet, würdet ihr eben diese 4 gleich großen Zimmer hier oben hinkriegen. Auffällig ist hier der Boden, organoider Heuboden nennt sich das. Es riecht hier wirklich ein bisschen nach Heu, wenn man reinkommt. Ist fürs Schlafzimmer eine ganz nette Idee. Und hier sehen wir jetzt die
offene Ankleide. Das sind 6 Quadratmeter. Wenn ihr jetzt die Zimmer anders machen wolltet, dass sie gleich groß sind, müsst ihr die Fenster natürlich ein bisschen anders platzieren. Das würde ich euch aber sowieso empfehlen. Hier sind jetzt noch 50 cm. Wenn jetzt hier 60 cm bis zur Wand sind, dann könnte man diese Schrankwand von der Ankleide auch komplett durchziehen, hätte also mehr Schrankstellfläche. Hier ist jetzt so ein halbhohes Element mit einer Sitzbank eingebaut. Das ist eine ganz nette Idee, ist bestimmt auch ganz gemütlich hier nochmal mit dieser Leselampe. Bei mir würde da wahrscheinlich jetzt ständig Kleidung drauf liegen, aber man kann sich das ja überlegen, könnte hier auch gut eine zweizeilige Ankleide hinkriegen. Hinter mir sieht man jetzt mal so ein bodentiefes Fenster mit einem höheren Querkämpfer. Da ist die Absturzhöhe dann gegeben. Da braucht ihr außen keine Stange davor. Das ist dann wahrscheinlich auch etwas die kostengünstigere Lösung. Optisch ist es Geschmackssache. Und hier hat man jetzt auch noch mal dieses Kniestockfenster, was natürlich im Schlafzimmer sehr attraktiv ist. Da müsstet ihr auch auf die Höhe achten. Hier ist jetzt 1 Meter. Da kriegt man auch so ein Bett mit einem Rückenteil gut drunter und natürlich hier oben, das zeige ich euch auch noch kurz, sind die elektrischen Jalousien mit so richtigen Rollläden. Das heißt, man kann das auf Knopfdruck auch komplett verdunkeln. Direkt nebenan liegt jetzt hier das Familienbad, das 12 Quadratmeter groß ist und jetzt eben von diesem Erker profitiert. Der springt ja 1 Meter raus und deshalb haben wir ja wegen diesem Flachdach-Erker jetzt auch hier keine Dachschräge, sodass man hier wirklich volle Raumhöhe hat. Was man hier sehen kann, es gibt wieder die klassische T-Wand zur Gliederung. Hier finde ich diese Ornamentfliesen sehr schön. Auf dem Boden hat man das dann weitergezogen, 60-60 und hier hat man 30-60 an der Wand dann auch nochmal. Auch hier könnte man sich überlegen, mit etwas weniger verschiedenen Fliesen mehr Ruhe reinzubringen. Aber was ich euch sagen wollte, ist diese hohe Brüstung. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, ein Bad mit Brüstungsfenster zu haben. Denn hier hinter der T-Wand ist jetzt das WC. Und da sieht man auch schon, man hat jetzt diese Wand so gesetzt, dass hier 90 cm Breite sind. Die Brüstung hat jetzt hier 80 cm, nebenan ist sie 1 Meter hoch. Man hätte sich auch überlegen können, die hier höher zu machen. Was tiefer gesetzt ist und was ich sehr schön finde, ist die Wanne. Die wird dann auf den Rohfußboden gestellt, also in den Estrich eingelassen. Dann habt ihr hier nur 40 cm Einstiegshöhe und die Wanne nimmt nicht so viel Raum ein im Bad. Apropos Raum, das Bad ist ja mit 12 Quadratmetern groß genug und hier diese Duschnische, die ist jetzt 1,20 tief. Ich gehe da jetzt mal rein und 90 breit. Ich würde euch immer empfehlen, dass, wenn ihr den Platz habt, ein bisschen breiter zu machen oder auch diese T-Wand nicht bis ganz oben hinzuziehen. Dann kommt da oben drüber noch ein bisschen Licht rein, der Dampf zieht besser ab und dann habt ihr hier nicht so das Gefühl von Enge, habt es hier nicht so dunkel mit ganz einfachen Mitteln. Man kann natürlich auch hier Glas reinmachen und eine halbhohe Brüstung, aber dann wird es wieder reinigungsaufwendiger und natürlich auch teurer. Jetzt haben wir alle Räume in diesem echt alltagstauglichen Haus für große Familien gesehen. Eine Preisinfo vom Haushersteller habe ich euch wie immer unten in die Description gepackt. Dort findet ihr auch einen Link in unsere Hausdatenbank, wenn ihr euch die Grundrisse nochmal anschauen wollt. Wenn ihr euch das Haus live anschauen wollt, es steht als Musterhaus in der Fertighauswelt Günzburg bei Ulm, ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.